Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Einige von euch haben das gestern tatsächlich auch als April-Scherz wahrgenommen, aber es ist wirklich die Realität. Der nächste Serverstart wird ein OG-Server werden. Ja, das Ganze wurde schon auf Instagram angekündigt und hier steht auch... Was ist denn das schon wieder hier? Heroes, brace yourselves. EU27 arrives April 10. Ja, a world. Ich mach mal auf. Okay, gut, keine deutsche Übersetzung. Also für die Leute, die kein Englisch können, ja, es wird ein Only Krieger, Kundschafter und Magier-Server werden. Okay, das ist das Ding jetzt bei EU27. Also keine neuen Klassen. Nix mit irgendwie 12 Klassen, nur die ersten 3 OG-Klassen werden starten und am 10. April geht das Ganze los. Ja, hier, da, der Tag ist es. Eine Woche davor, beziehungsweise den Montag, startet schon immer dann die Vorregistrierung, beziehungsweise startet schon am 1. April sogar schon bereits. Ja, also hier startet der Server und ab hier ist Vorregistrierung. Und ja, ich würde mal sehr gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren mal wissen. Wie findet ihr das, dass Shakes and Fidget mal wieder so einen Nostalgie-Server rausbringt, so ein, ja, 3-Klassen-Only-Server? Ich bin sehr gespannt, wie der Ansturm wird bei dem Server, ob es zahlentechnisch einen Unterschied macht zu den jetzigen Servern, wenn die neuen Klassen nicht mehr dabei sind, weil ganz ehrlich, für viele sind die 3 OG-Klassen gar nicht mehr so wirklich interessant, sondern halt wirklich nur noch die neuesten Klassen. Und deswegen ja, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze dahingehend auch verhalten wird. Ich persönlich würde meinen, dass der Server dadurch schlechter läuft. Ja, als wenn jetzt alle Klassen released werden. Es ist natürlich etwas Besonderes, dass jetzt erstmal die 3 Klassen nur auf den Server kommen. Aber wie wird das innerhalb von der Community ankommen, ist natürlich immer noch mal so die andere Sache. Und deswegen frage ich euch, wie findet ihr das? Ja, also da bin ich mal sehr auf euer Feedback gespannt. Und falls ihr noch weitere Vorschläge haben solltet, wie ihr wie ihr zukünftige Server modifizieren könntet, wenn ihr wolltet, könnt ihr mich das auch gerne mal wissen lassen. Denn ich finde es tatsächlich, um meine persönliche Meinung hier einfließen zu lassen, ich persönlich hätte jetzt, glaube ich, keinen der 3 OG-Klassen auf dem nächsten Serverstart gespielt. Allerdings finde ich es ganz erfrischend, dass mal wieder modifizierte Server rauskommen. Wir hatten die Tage das Gespräch gehabt, dass mal wieder so eine besonderen Serverstarts, wie in der Vergangenheit zum Beispiel der Speed-Server, dass mal wieder so Serverstarts erscheinen, wo man ja ein bisschen eine Besonderheit hat. Ne? Einfach nicht immer nur jeden 0815-Server, sondern dass auch einfach mal so zwischendurch ein paar Serverstarts gibt, die ein bisschen was Besonderes sind, um mal so ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Ne? Ist vielleicht jetzt auch nicht für jeden was, weil der ein oder andere von euch wird sich bestimmt auch jetzt schon eine Klasse vorgenommen haben auf dem Server, den er jetzt beim Serverstart spielen will. Und das ist vielleicht nicht einer der 3 OG-Klassen. Oder manche wollen vielleicht auch nicht auf so einem Server spielen, wo nur die 3 OG-Klassen drauf sind. Ja, allerdings ist das jetzt halt eben das Ding. Und wenn man sich jetzt vorgenommen hatte, okay, ich wollte eigentlich auf EU27, was weiß ich, einen Pestdoktor spielen oder so, ja, entweder geht man dann auf einen etwas älteren Server und spielt dann die Klasse, oder man wartet halt eben bis EU28. Weil, sind wir mal ehrlich, mehr als 6 Wochen ist der Abstand nicht zwischen Serverstart und Serverstart. Und von daher wartet man dann halt einfach 1,5 Monate mehr und dann kann man halt eben wieder einen normalen Serverstart genießen.
Aber ich finde es tatsächlich ganz cool, muss ich sagen, dass da mal so ein bisschen eine kleine Besonderheit herrscht bei dem nächsten Serverstart. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das verläuft, wie auch so der Server so an sich performt und wie auch so die Klassenauswahl sein wird. Ich persönlich predikte mal jetzt einfach so ins Blaue. Es wird eine Mischung, gerade am Serverstart wird glaube ich, der Kundschafter mehr die erste Seite der Ehrenhalle dominieren. Und dann wird sich das so ein bisschen mixen zwischen Kundis und Mages vielleicht auch, weil wir haben in der Vergangenheit auch gesehen, dass der Mage immer die Klasse gewesen ist, die am meisten gewählt worden ist von den 3 OG-Klassen. Also meistens kamen immer jetzt so die letzten Serverstarts Pestdoktor, Paladin und dann entweder Necro oder Magier. Ja, und Kundschafter und Krieger, die kamen erst ganz, ganz weiter hinten so. Gerade der Krieger war sehr abgeschottet. Deswegen, oder abgeschlagen, besser gesagt, deswegen glaube ich, wird die meistgepickte Klasse auf dem Server der Magier sein. Aber ich glaube, die Rangliste am Serverstart wird, glaube ich, der Kundschafter dominieren, weil die Klasse halt am besten von den dreien in den Dungeons performt und da dann die meisten Serverstarter wahrscheinlich zum Kundschafter greifen werden von den 3 Klassen. Es wird sich noch mit der Zeit ein bisschen mixen. Was ich persönlich als Langzeitspieler interessant finde, ist, wie der Server auf lange Zeit performen wird. Ne? Wir werden uns das Ganze natürlich zum Serverstart reinziehen und ich werde da mir auch einen Account drauf machen und auch die erste Zeit drauf spielen, um das Ganze mal auch so zu begleiten. Aber ich werde jetzt nicht da langfristig drauf spielen. So, ne? Ich hatte jetzt nicht vor, einer der 3 OG-Klassen als nächstes jetzt zu spielen. Langfristig, deswegen ja, fällt das jetzt für mich persönlich weg. Ja, aber dafür gucken wir mal, wie der Server so längerfristig performt und wer halt auch wirklich Interesse und Bock hat, darauf langfristig zu spielen. Ja, mal gucken. Bin sehr, sehr gespannt. Was ich mir persönlich noch so gewünscht hätte bei solchen modifizierten Serverstarts ist das kann man aber leider nicht mehr so umsetzen, dass auch wirklich, wenn wir so einen OG-Server kriegen, dass auch wirklich die OG-Version von dem Game kommt. Ja, dass man quasi so Grafik-Style-mäßig die alte Version des Spiels so ein bisschen, ja, irgendwie implementieren kann, dass man das alte Artwork auf das Spiel bringen kann, die alte Taverne, wer sich noch dran erinnert, sah ja früher ganz anders aus, ne? Und halt, wie das alles früher so aussah. Ist halt nur immer das Problem, man kriegt halt den Spielstand von früher auf die jetzige Version nicht mehr 1:1 so umgemünzt, weil ja auch viel mehr Features in der Zeit dazugekommen sind, sodass man das gar nicht so wirklich handhaben kann, es sei denn, man lässt auch eventuell diese Feature weg, aber dann sage ich euch ehrlich, wird, glaube ich, wenn man nur die Möglichkeit hat, Alu zu spielen und das war's dann werden auch nicht sehr viele Spieler langfristig auf dem Server bleiben, weil das ist dann wirklich mehr, ja, ein bisschen eintönig, sag ich mal, ne? Also nicht mehr so zeitgemäß, ne? Es würden auch zum Beispiel die Sanduhren und Expeditionen wegfallen, was für viele dann schon das Ausschlusskriterium wäre, überhaupt Shakes and Fidget zu spielen. So, deswegen, ja, das fällt, denke ich mal, weg. Und ich muss auch wieder mal so ein klein bisschen Kritik äußern. Ich hoffe, da kommt noch was, falls ihr eben den Post gesehen habt auf Instagram. Ansonsten suche ich ihn nochmal ganz kurz raus. Der Post auf Instagram zumindest und ich glaube auf den anderen Plattformen auch. Es ist wieder, ja, PA-technisch. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was. Weil wenn wir uns das mal so angucken hier, dann sehen wir bei Shakes and Fidget, es würde das genauso aussehen wie jeder 0815 Serverstart. Also man würde gar nicht wissen mit der Info jetzt, wenn man hier, keine Ahnung, jetzt nicht diese Info hätte, würde man wissen, okay, der nächste Serverstart kommt. Ja, und man weiß gar nicht Bescheid, dass das ein OG-Server wird. Also man hätte es schon jetzt, finde ich persönlich, ein bisschen mehr hervorheben können, ein extra Artwork oder sowas hinzufügen. Zumindest die Symbole der 3 OG-Klassen, zumindest das irgendwie hier oben so ein bisschen als PNG hätte man einfügen können oder so. Das werde ich sogar in mein Thumbnail hinkriegen. Aber ja, das sieht so aus, als ob das ein 0815 Serverstart wäre, der nichts Besonderes ist. Und da hätte man meiner Meinung nach jetzt schon anfangen können, das Ding ein bisschen hervorzuheben
um einfach zu symbolisieren dem Spieler, ey, das ist jetzt kein normaler Server, das ist jetzt was Besonderes hier, ne? Da wurde jetzt bisher noch nicht die Gelegenheit genutzt, muss ich mal so sagen, damit dem Spieler das visuell auch vorgeführt wird. Ich denke mal, es wird dazu noch eine Ingame-News kommen und es wird bestimmt noch hier und da ein paar Informationen zu dem Server kommen, dass man das nochmal nachholen kann. Aber jetzt mit dem ersten Post zu dem nächsten Server, sieht es halt so aus, auch wie bei jedem anderen Serverstart. So, ne? Deswegen da ein bisschen schon Potenzial liegen gelassen auf der Strecke. Ne? Muss ich mal nur so als kleine konstruktive Kritik mal so äußern. Ja, ansonsten werdet ihr auf den Server spielen? Schreibt es mir auch sehr gerne mal in die Kommentare. Wäre der Server was für euch oder sagt ihr euch, nö, auf so einen OG-Server habe ich gar keinen Bock drauf? Oder vielleicht ist es auch genau deswegen der Anreiz für den einen oder anderen zu sagen, yo, das gucke ich mir mal jetzt mal wieder mit an, das ist was Besonderes und ich werde mir mal da drauf einen Account erstellen. Lasst es mich sehr gerne wissen. Ansonsten war es das soweit von mir. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen super schönen Tag. Haut rein und bis zum nächsten Mal.